Der Rohstoff Holz oder Schweizer Holz, denke ich, hat in den letzten 10 Jahren sehr an Stellenwert gewonnen. Einerseits, weil man sich immer besinnt, auch in der Gesellschaft, was können wir lokal bei uns bewegen, verändern, wie können wir unsere Wertschöpfungskette erhalten. Und dort, denke ich, ist unser Schweizer Holz sehr ins Zentrum gerückt worden in den letzten Jahren, dass sich viele Bauherren, Häuslebesitzer besinnen, wie kann ich meinen Anteil dazu leisten, um unsere Umwelt zu erhalten, unsere Welt zu erhalten, auch die regionale Produktion dort zu fördern. Wir sind im Schulschwimmen in der Badi Frauenfeld jeweils schwimmen, ich glaube einmal in 14 Tagen plus minus. Und darum kenne ich Badi schon als kleiner Bub. Ich finde es eine sehr wertvolle Geste von der Stadt, dass sie sich zurückbesinnt, welche Rohmaterialien hat man da wirklich in der Region. Das heisst, wir haben nahe Transportwege. Das Holz wird hier in der Region geschlagen, von Waldeigentümern genutzt. Es wird hier an der Schlossbadi in Frauenfeld sehr, sehr nahe eingesetzt. Für das Bauprojekt wurden 2000 Kubikmeter Frauenfelder Nadelholz gefällt. Eine große Menge, bei der die Frage aufkommt, wird da der Wald nicht übernutzt? Die Nutzung des Wald muss ich als Revierförster im Griff haben. Viele Zahlen führen wir zusammen zu Statistiken, sodass ich sehe, wie viel das man jetzt für die Bürgergemeinde oder auch für andere Waldbesitzer genutzt hat. Maßgebend ist hier der Hiebsatz. Er gewährleistet, dass die Entnahme von Bäumen während eines vorgegebenen Zeitraums nicht überstiegen wird. Aber Matthias Rickenbach muss nicht nur die Holzernte im Griff haben. Die Beratung von privaten WaldeigentümerInnen gehört auch zu seinen Aufgaben. So wird auch in der Schlossbadi Holz aus Privatwald verbaut, wie das von Privatwaldbesitzer Alfred Wellauer. Das ist eigentlich ein Generationenprojekt. Die Bäume, die man hier für die Badi geschlagen hat, die sind wahrscheinlich über 3 Generationen gepflegt worden. Die haben ein Alter von rund um die 100 Jahren herum. Doch bis die Bäume so alt sind, braucht es einiges an Pflege. Aufwendungen, die der Holzerlös decken sollte. Der Holzerlös ist schon ziemlich wichtig, weil eigentlich mit dem Geld sollte man die Arbeit zahlen, wo es noch kein Gelderlös gibt, eben mit der Pflege der jungen Bäume. Aber es sollte dazwischen eigentlich noch etwas bleiben, sonst kann man die ganze Geschichte als Hobby abbuchen, wenn nichts mehr bleibt zwischendrin. Rein finanziell rentiert die Waldwirtschaft in der Schweiz seit Jahren nicht, obwohl sie wichtige Leistungen für die Allgemeinheit erbringt. Eine Verantwortung, derer sich die WaldeigentümerInnen durchaus bewusst sind. Motivation ist mit meinem Wald, dass da ein Stück Natur und Lebensgrundlage für die Menschen erhalten bleibt und dass der Wald möglichst auch bei der Klimaveränderung bestehen bleibt. Auch für Revierförster Rickenbach ist der Wald weitaus mehr als nur ein Rohstofflieferant. Begleiten Sie uns in der nächsten Episode in das Forstrevier von Matthias Rickenbach und erfahren Sie, wie dieser mit der gezielten Entnahme von Bäumen den Wald in eine zukunftsfähige Richtung lenkt.